So ihr Lieben, hier haben wir eine DeLonghi Dynamica. Die werde ich mit euch heute komplett zerlegen und auf alle möglichen Defekte, die im Laufe eines Lebens einer DeLonghi entstehen können, erklären und aufzeigen. Das heißt, abonnieren nicht vergessen, ganz wichtig, damit ihr eure Geräte selbst zu Hause auch reparieren könnt. So, Schale raus, einfach alle Anbauteile raus, Wassertank. Übrigens brauchen wir genau diese ganzen Werkzeuge, und zwar 15er Torx, 2er Kreuzschraubendreher, ein 3,5er Schlitzschraubenzieher, also einfach einen nicht dicken, nicht dünn, sondern so einen Mittelschlitz, ein 25er Torx, ein Seitenschneider und eine Spitzzange und ein Bit als 20er Torx als Sicherheitsbit, der hat nämlich ein Loch in der Mitte. So, dann drehen wir uns das Gerät mal um. So, dann nehmen wir uns ein Sicherheitsbit. Lösen alle Schrauben. 5 Stück an der Zahl an der Rückwand. So, Rückwand einfach anwinkeln, abziehen. Die Seite einfach nach hinten ziehen, bisschen anwinkeln und weg damit. Beim Wassertank auch einfach nach hinten ziehen, hier unten am Griff bisschen ziehen und weg damit. Dann haben wir hier oben einen Fingerschutz, damit beim Mahlvorgang die Finger nicht eingezogen werden. Das könnte schmerzhaft sein. Da haben wir einfach einen Kreuzschraubendreher und lösen uns die Edelstahlschrauben. Und jetzt müssen wir den ganzen Kaffee wegmachen. So. Ihr könnt es auch, wenn ihr schneller haben wollt, mit dem Staubsauger wegsaugen. Ich zeige euch auch jetzt gleich beim Mahlwerk, wenn es beim Mahlvorgang Klackergeräusche macht, dann zeige ich euch, wie ihr das beheben könnt. Klackern heißt, es ist ein Holzstück oder ein Steinchen im Mahlwerk. Das könnt ihr ganz einfach beheben, ohne Geld auszugeben. So, jetzt haben wir das soweit vorbereitet, dass wir auch den oberen Deckel abmachen können. Da lösen wir hinten
ganz normale Kreuzschrauben. Links und rechts jeweils. Dann haben wir hier Schrauben 1, 2, 3. Die können wir jetzt auch schon alle lösen. Wir wollen ja das Gerät komplett zerlegen. Also können wir auch alle Schrauben lösen. Wenn ihr nur das Mahlwerk bei der DeLonghi Dynamica reparieren wollt, was ich gerade sagte, wenn es klackert beim Drehen, dann reicht es nur diese Schraube zu lösen, damit wir das ganze Oberteil abbekommen. Auf dieser Seite auch noch eine Schraube. Und dann wären wir soweit fertig, dass wir den Deckel abmachen können. Der Deckel wird hier nach hinten gedreht, angehoben und dann ist er auch ab. Dann hätten wir hier jetzt das Mahlwerk. So. Hier drinnen müsst ihr jetzt absaugen mit einem Staubsauger. Beim Staubsaugen ist es wichtig, dass ihr hier diesen Kranz ein bisschen hin und her bewegt. Das sorgt dafür, dass alles, was sich verklemmt, leicht angelöst wird. Wenn dort etwas drin ist, dann müsst ihr nach rechts drehen, also im Uhrzeigersinn, bis es nicht mehr geht. Und dann könnt ihr diese Mahlscheiben aus der Mitte ziehen. Und dann versteckt sich oft hier drinne ein Fremdkörper, zum Beispiel Holz oder Steinchen. Hier auch am besten mit einem dünnen Schlitz oder mit einer Bürste alles lockern, sauber machen und absaugen. So, dann machen wir auch die Mahlscheiben schön sauber. Könnt wieder einsetzen. Es passt nur einmal, oder besser gesagt dreimal. Einmal so, einmal so und einmal so. Weil es gibt hier 3 Rastnasen. Das heißt, ihr könnt sie egal wie rum einsetzen. Das ist nicht schlimm wie rum. Es ist alles intern symmetrisch. Wenn ihr das eingesetzt habt, dreht ihr gegen den Uhrzeigersinn, bis die schwarze Markierung, wenn die noch vorhanden ist, hierhin zeigt. Also so. Als Kontrolle könnt ihr euch den Einsteller für den Mahlgrad nehmen. Den könnt ihr einfach aus dem Deckel rausziehen und steckt den hier drauf. Der passt auch nur einmal. Hier ist nämlich eine Kerbe und hier auch ein Gegenstück. Somit passt es nur einmal richtig drauf. Und wenn ihr die Zahlen seht, nach hinten hin, dann ist die Einstellung richtig. Und jetzt könntet ihr theoretisch wieder alles zusammenbauen und dann habt ihr den Mahlwerksfehler behoben und habt richtig Geld gespart. So, dann zerlegen wir mal weiter. Hier zum Beispiel ist die Erdung, die können wir einfach rausschrauben. Und auch wenn wir hier den kleinen Sicherheitsstift drücken, abziehen.
So, dann könnten wir jetzt die Front abbauen. Die Seiten haben wir gelöst, das heißt, wir können es einfach nach vorne hin anwinkeln. Hier drin ist ein Sicherheitsgummi für das Kabel. Und dann können wir das Kabel zum Abziehen einfach abziehen. Da passiert nichts, keine Angst. Und dann hätten wir die vordere Bedieneinheit gelöst. Dann haben wir hier den Kaffeeauslauf. Manchmal ist der verstopft. Dann müsstet ihr den zerlegen oder besser gesagt abbauen. Obere Punkte sind mit einer Schraube und Unterlegscheibe versehen. Auf der rechten Seite genauso oben. Und auch dort das gleiche Spiel. Schraube mit Unterlegscheibe. Hier unten haben wir normale Schrauben ohne Unterlegscheibe. Links und rechts. Und dann einfach nach vorne abziehen. Den Schlauch abziehen. Und hier müsst ihr ein bisschen fummeln, bis es abgeht. So, dann habt ihr es abgezogen, den Schlauch. So, jetzt haben wir den Kaffeeauslauf ausgebaut. Wenn der verstopft sein sollte, dass eine Düse nicht richtig rausläuft, also eine dicker, eine dünner oder eine komplett verstopft, nur eine läuft aus, dann wichtig beim Auseinandernehmen, hier ist eine Feder und ein Käppchen, was auf die Seite hier drückt innen, damit der Kaffeeauslauf in der Position stehen bleibt, wo ihr den haben wollt. Der ist hier links. Also macht ihr euch die Hand so, schiebt den nach oben und wartet so, bis es rausfällt. Hier oben ist das Loch, da ist die Führung drin. Und dann habt ihr hier in der Mitte den Kaffeeverteiler, der ist also mittig angelehnt. Und das ist der Kaffeeauslauf. Da drinnen alles richtig schön sauber machen, zum Beispiel mit einer Bürste, Spüli und alles innen reinigen. Und dann wieder in umgekehrter Reihenfolge zusammenbauen. Also wir stecken das rein. Stecken das Teil in die Führung. Wenn es drin ist, fahren wir es uns schön hoch, dass wir das Loch sehen, wo wir die Feder erst reinstecken. Dann das Käppchen. Drücken die zusammen und führen es rein. So, es ist wieder drin. Das heißt, jetzt hätten wir den Kaffeeauslauf komplett gereinigt und könnten jetzt wieder in umgekehrter Reihenfolge den zusammenbauen. So, da wir aber alles zerlegen, machen wir das wieder weg. Dann könnten wir mit dem oberen Brühkopf weitermachen. Wenn der kaputt ist, kann der Kaffee in die Satzschale laufen, die Tasse nicht mehr richtig voll werden. Das gucken wir uns mal an. Wir nehmen einen dünnen Schlitz, machen alle Klammern ab. Eine Klammer, zweite Klammer. Hier sind zwei Leitungen, die sagen der Maschine, ob genug Kaffee in der Brühkammer ist. Können wir uns mit einer Spitzzange rausziehen. Dann Teflonschlauch rausziehen,
Knickschutz abfummeln, durch die Führung führen und hier rausziehen, zur Seite legen. Dieses Stück auch, da haben wir hier innen die Leitung, einfach rausziehen, gucken, dass die hier oben durch die Führung geht und dann haben wir sie dort liegen. Jetzt haben wir hier unten noch einen kleinen Clip, den auch einfach rausziehen und den können wir dann später abmachen, wenn wir soweit sind. So, wenn wir das jetzt gelöst haben, nehmen wir uns ein 25er Torx, gehen hier auf die Halterung. Wichtig ist, dieses Halteblech ist mit einer Edelstahlschraube und mit einer Sicherheitsunterlegscheibe versehen. Die muss dann später wieder drauf. So, dann müssen wir uns wieder einen 2er Kreuzschlitz nehmen und gehen hier ins Loch und schrauben uns die Schraube raus. So, das ist eine ganz normale Kreuzschraube. Auf der anderen Seite haben wir das gleiche. Da gehen wir auch rein und schrauben uns das raus. Was wir jetzt lösen, ist der Brühkopf. Den haben wir jetzt gelöst. Den können wir jetzt ein bisschen nach rechts schieben. Aber vorher haben wir hier Gummidichtung. Die ziehen wir uns einfach raus. Wichtig, beim Ausbau genau drauf achten. Macht euch vielleicht ein Foto. Weil ich baue das jetzt nicht mehr wieder zusammen. Ich baue ja nur alles auseinander. Wie die eingelegt ist. Oben haben wir auch eine Dichtung. Und jetzt ist er deutlich lockerer drin. Er klemmt manchmal, das heißt, ihr müsst mit Gefühl ihn rausziehen. Also, wenn er drin ist, nach rechts. Dann haben wir hier noch die eine Leitung mit einer Spitzzange. Mit Gefühl nicht zu fest drücken. Nur so, dass es packt. Dann packen wir uns die an die Seite. Gucken uns den richtigen Abstand hier an. Und fummeln uns den Brühkopf raus. Wie gesagt, der klemmt immer. So, wenn er draußen und locker ist, nehmen wir uns einen Schlitzschraubenzieher und ziehen das Drainage-Schläuchlein ab. So. Und das hier ist der Brühkopf. Den kann man zwar reparieren, aber wenn der kaputt ist oder undicht, am besten komplett tauschen, weil es gibt hier Kunststoffe drin, die rissig werden. Das heißt, selbst wenn jetzt nur eine Dichtung kaputt wäre, irgendwann reißt euch drinnen der Kunststoff und dann habt ihr das gleiche Problem wieder, wenn ihr das nicht schon habt. Also diesen Brühkopf komplett tauschen. Kostet nicht die Welt, verlinke ich euch. Durchflussmengenzähler, der kann auch problematisch werden, wenn er verschmutzt. Den könnt ihr einfach nach hinten abziehen, Stecker nach oben ab, Schläuche alle ab. Das ist das gute Stück. Dieses Bauteil misst exakt oder nahezu exakt den Wasserdurchfluss. Das heißt, wenn ihr 160 Milliliter einstellt, dann kommt auch nahezu die Menge raus, plus minus 10 Milliliter. Wir machen den auf, indem wir den einfach gegen den Uhrzeigersinn drehen.
wir können hier festhalten, hier unten, und hier den Steg anfassen und dann gegen Uhrzeigersinn drehen, bis es nicht mehr geht. Dann nach oben abziehen. Dort ist die kleine Turbine. Das heißt, wenn hier Wasser reingeht, wird die Turbine angedreht und die sagt dann den im Deckel verbauten Elektronik, wie viel Impulse entstehen, und daraus errechnet die Hauptplatine, wie viel Wasser durchfließt. Wenn es dreckig ist, einfach die Teile ausbauen, also nur abziehen. Hier drinnen alles reinigen. Ihr könnt Spülmittel nehmen und alles sauber machen. Die kleine Turbine auch. Dann wieder einsetzen, gucken, dass die sich so locker dreht. Wenn alles trocken drin ist, muss sie sich so locker drehen. Dann haben wir hier die Dichtung. Die kann mal verschwinden, weil die oft durchsichtig oder rot ist, je nach Baujahr. Setzen wir wieder auf. Im schrägen Winkel, wie wir es gelöst haben, aufsetzen, nach unten drücken und im Uhrzeigersinn verschließen. Das war's. Das ist auch ein Fehler. Dann könnten wir jetzt die Pumpe ausbauen. Die ist natürlich dafür da, dass der Kaffee schön durch die Heizung und durch die Brühgruppe gepresst wird. Wenn ihr einen sehr langsamen Kaffeeauslauf habt oder die Crema ist nicht mehr ordentlich oder die Pumpe klingt anders wie sonst, dann ist sie kaputt. Oder wenn die gar kein Wasser fördert, kann sie auch kaputt sein. So, um die Pumpe auszubauen, müssen wir erstmal hier die Verbindung lösen. Sicherheitsklammer abziehen, nach hinten weg, dann haben wir die gelöst. Jetzt können wir am Gummi ziehen und die Pumpe ist schon fast frei. So, nach rechts, ziehen uns hier die Feder raus. Wenn ihr nur die Pumpe tauscht, kann der Schlauch natürlich drin bleiben und ihr zieht den Schlauch nur hier an der Pumpe ab. Dann haben wir hier Sicherheitsklammern, die drücken wir runter und ziehen den Stecker ab. Hier ist eine Überlastsicherung, das heißt, wenn die Pumpe zu heiß wird, schaltet hier ein Sicherheitselement aus. Das könnt ihr euch einfach ausbauen, indem ihr ein bisschen mit dem Schlitz in der Vertiefung reingeht. Nicht zu dolle, ihr könnt es zerstören, also mit Gefühl. Und wenn es rausziehbar ist, dann habt ihr es geschafft. Gucken, dass nichts Blankes zu sehen ist. Also es darf jetzt nicht metallisch sein im Blauen, dann habt ihr es zerstört. Also wirklich mit Gefühl, dass es rausziehbar ist. Und dann haben wir hier die Pumpe. Die gibt es im Set. Und wenn nicht, schraubt ihr hier dieses Membranventil ab. Das sorgt dafür, dass das Wasser, was pulsierend aus der Pumpe rauskommt, geglättet wird. Die Feder könnt ihr euch hier abdrehen. Das ist eine Schwingungsdämpferfeder. Das Gummi hier abziehen. Hier abziehen. Und das ist die Pumpe. Die gibt es auch so komplett nur einzeln. Das sind immer Ulka-Pumpen, EP5GW. Jetzt könnten wir uns das Mahlwerk vornehmen. Da müssten wir also jetzt die Verbindung suchen. Das ist immer eine schwarze, also die hier.
Wichtig, wenn ihr an stromführenden Teilen arbeitet, die vor kurzem in der Steckdose waren, also wenn die Kaffeemaschine vor kurzem eingesteckt war, können manche Elkos, das sind diese braunen Hütchen, aufgeladen sein, aber schwach. Es wird euch nicht umbringen, wenn was passiert, aber ihr könntet die Maschine zerstören oder besser gesagt die Platine. Also, wenn ihr den Stecker abzieht, nehmt euch vielleicht so eine Spitzzange, umfasst sie, da ist auch eine Sicherheitsklammer. Hat keinen Grip mehr so richtig. So, und das ist der Stecker. Der hat hier eine Sicherheitsfunktion. Die müsst ihr runterdrücken und dann abziehen. So. So, dann hätten wir das Mahlwerk schon mal gelöst. Auf der anderen Seite haben wir dann die andere Leitung. Die ist hier in diesem Kunststoff drin. Die ist auch geklipst. Also hier unten drücken und aufmachen. Dann können wir das Kabel auch mit so einem Sicherheitsstift runterdrücken und abziehen. Dann hier die ganzen Kabel zur Seite machen. Und jetzt wird das Mahlwerk frei, das heißt, wir könnten es uns nehmen. Und das wäre jetzt das Mahlwerk. Das macht die ganze Magie aus einer Kaffeebohne zum leckeren Pulver. So, die Maschine wird schon langsam leerer. Jetzt könnten wir uns die Hauptplatine noch mal vornehmen und dort einfach alles lösen. Dieser schwarz-weiße Stecker ist für die Heizung. Ein Sensor, der sagt der Platine, wie heiß die ist. Die haben wir zweimal. Wir haben ja eine Kaffee- und eine Dampfheizung. Dann haben wir hier die Leitung, grau mit einer Ecke schwarz. Die wird mit so einem Clip zur Seite gedrückt und rausgezogen. Diese Leitung sorgt dafür, dass die Maschine weiß, wo die Brühgruppe ist. Das heißt, die dreht, oder besser gesagt, das ist ein Sensor, der am Getriebe fest ist, der die Brühgruppe bewegt, und der sagt dann der Hauptplatine, ich bin jetzt unten, oben, oder ermittelt auch, wie viel Kaffeepulver in der Brühkammer ist. Sind auch geklipst, aber das sieht man. Hier zum Drücken und hier auch zum Drücken. Sicherheitsgummi. Hier auch mit der Spitzzange am besten arbeiten. Zudrücken, abziehen. Es kann sich ein bisschen verformen durch den Druck, es geht aber nichts kaputt. Dann haben wir hier noch einen dicken Klotz, einen dicken Anschluss. Durch Rütteln geht er ab. Hier ist er auch gesichert, das heißt, wenn es nicht ganz geht, dann geht ihr mit einem dünnen Schlitz hier zwischen rein und zieht dann an der Leitung.
Dann haben wir hier auch einen Anschluss. Der braune hat auch so einen Sicherheitsclip. Also eigentlich haben alle einen Sicherheitsclip, damit sich nichts löst durch Vibration oder durch Transport. So, dann hätten wir das schon mal alles gelöst. Und die Hauptplatine wäre somit ohne Verbindung mehr. Jetzt lösen wir die Schrauben. Das sind kurze Schrauben. So, falls ihr mal die Platine tauschen müsst, ganz kurze Schrauben. So, das ist die Kabelführung. Und jetzt wäre die Platine schon locker. Wenn ihr an Platinen arbeitet, müsst ihr euch am besten erden. Also nicht aufgeladen sein. So. Dann hätten wir das schon mal alles leer. Hier sehen wir eine Verfärbung. Das bedeutet, die Hauptplatine hat sogar einen Schaden. Hier. Da ist eine Verbrennung. Das heißt, die Hauptplatine ist defekt. Dann haben wir hier hinten einen Sensor, oder besser gesagt ein Mikroschalter. Der sagt dem Gerät, ob Wassertank eingesetzt ist oder nicht. Hier. Das heißt, wenn ihr den Wassertank einführt, habt ihr am Wassertank hinten so einen Stift und der drückt im Gerät hier gegen. Und der sagt dann der Maschine, ich habe den Wassertank eingesetzt. Und natürlich An-Aus-Knopf. Wenn der beim Reindrücken knistert, müsst ihr den auch tauschen. Wenn der Schalter kaputt ist oder manchmal bricht auch hier der Steg, dann müsstet ihr das ganze Bauteil tauschen. Wenn der Schalter einfach nur nicht geht, ihr könnt den einfach durchmessen, ob der öffnet und schließt. Wenn der kaputt ist, einfach hier die seitlichen Nasen auseinanderziehen und dabei den Schalter hochziehen. Hier haben wir auch ganz kleine Sicherheitsstifte, die müsst ihr reindrücken und abziehen. Und das wäre der kleine Mikroschalter. Falls ihr den bestellen wollt, falls ihr wisst, dass euer Schalter kaputt ist, das ist die V4 NST 9UL. So, dann können wir uns noch dieses kleine Platinchen ausbauen. Das ist eine Massestelle. Das heißt, dort wird alles, was Masse betrifft, angeklemmt. Oder nicht alles, aber damit man kürzere Wege hat. Das können wir uns auch einfach abziehen. Auch da sind Sicherheitsstifte drin, die wir drücken müssen beim Rausziehen. So. Einfach nur eine Platine, die komplett verbunden ist untereinander.
Das ist alles durchverbunden, also ein ganz normaler Massepunkt. So, was auch oft Probleme macht, ist dieses Ventil. Wenn die Maschine an ist, das habe ich im allerersten Video ja hochgeladen und gezeigt, dieses Ventil, wenn der Kaffee rauskommt, kann laut summen, vibrieren, komische, oft unangenehme Geräusche machen. Dann ist zu 95% dieses Ventil dafür verantwortlich. Wenn ihr Dampf macht, sollte es keine Geräusche machen. Das könnt ihr austesten, also im Kaffeebetrieb und Spülbetrieb. Wenn es sehr laut ist das Ventil schuld und beim Dampf sollte das Geräusch weg sein. Weil im Dampf geht das Heißwasser nicht in die Kaffeeheizung, sondern im entlasteten Zustand komplett in die Dampfheizung. Jetzt können wir uns einfach abziehen, aber das Video habt ihr ja bestimmt schon gesehen, das allererste. Hier ist eine Klammer, abziehen. Hier ist eine Klammer. Dort ist eine Klammer. Ein kleiner Teflonschlauch von der Pumpe zu dem Solenoidventil. So, das ist das gute Stück. Das ist ein 3-Wege-Ventil. Hier geht also Wasser rein. Wenn kein Strom drauf ist, geht es direkt in die Dampfheizung. Wenn es bestromt wird, schließt es hier drinnen und dann geht es weiter zur Kaffeeheizung. Da es schließt, wird natürlich magnetisch ein Stößel in der Mitte bewegt. Und dann schließt er oben den Ausgang ab und geht dann zur Kaffeeheizung. Hier können wir uns auch ein bisschen Platz machen. Wir machen hier Klammer ab, rausziehen. So. Dann haben wir hier die Kaffeeheizung. Die können wir auch langsam ausbauen. Ich meinte Dampfheizung, falls ich mich gerade versprochen habe. Also das lange Teil ist die Dampfheizung. Das macht euren Milchschaum. Und das runde hier, wie eine Schnecke aussehend, da ist die Kaffeeheizung. So, wenn wir die zwei Schrauben gelöst haben, ist schon die ganze Gruppe gelöst. So. Diese Verbindung können wir auftrennen, um ein bisschen mehr Flexibilität zu haben. So. Dieser schwarze Schlauch ist für die Drainage, das heißt, alles Wasser, was im System nicht gebraucht wird und auch Dampf, wird darüber abgeleitet, geht dann hier oben in den Stutzen und wird hier drin abgekühlt und läuft dann hier in die kleine rote Auffangschale und wird dann dort gesammelt, wenn die Schale draußen ist. Wenn die Schale drin ist, läuft es in die Hauptschale. So, wenn wir jetzt zum Beispiel ein Problem haben, dass im Dampfbetrieb der FI-Schutzschalter rausfliegt, also bei euch dann alles dunkel ist, dann liegt es daran, dass im Dampfbetrieb der obere Dampfausgang undicht ist.
nicht die Dichtung auf diesem Teflonschlauch, das ist es nie, sondern das Anschlussstück direkt in die Dampfheizung. Das zeige ich euch. Wir klipsen uns erstmal die Seite ab, gehen mit dem Schlitz drunter, halten es ein bisschen auf Spannung. Auf der gegenüberliegenden Seite machen wir das auch. Dann haben wir hier unten noch einen Clip. Hier drinnen noch ein Clip. Auf der anderen Seite auch. Oh, manchmal kommt man da nicht gleich drunter. So. Da noch ein. Den hatten wir ja schon. So. Dann ist das hier ziemlich labbrig und locker. Aufpassen müsst ihr mit diesem Temperaturfühler da ganz mit viel Gefühl. Wir machen erstmal hier ab und entspannen uns das alles. Und dann ziehen wir den Deckel zur Seite. Da ich hier ein bisschen mehr Luft habe als ihr, könnte ich den auch komplett abziehen, weil ich schon alles abgeklemmt habe. So. Bei diesem sehen wir sogar, haben wir schon mal einen Fehler gefunden. Das könnte auch widerspiegeln, dass die Hauptplatine kaputt ist. Hier hat sich der Draht gelöst. Von dem Temperaturfühler. Hier hängt er. Und wir hatten auf der Platine genau dort diese Verbrennung. Und diese zwei Kontakte, das ist genau der Fühler oder der Temperaturfühleranschluss für die Dampfheizung. Das bedeutet, hier hat sich der Kontakt gelöst, hat mit Masse Kurzschluss gemacht und hat dadurch die Hauptplatine zerstört. Das heißt, in diesem Defekt hätten wir jetzt einen defekten Temperaturfühler und eine defekte Platine. Der Fehler würde sich, ich habe es jetzt nicht getestet, höchstwahrscheinlich damit zeigen, dass entweder allgemeine Störung steht oder die Dampfheizung nicht angesteuert wird. Ich habe es jetzt nicht getestet, ich habe jetzt einfach nur die Maschine genommen und wollte euch zeigen, was alles drin ist und was alles kaputt gehen kann. So, wenn wir den Temperaturfühler lösen wollen, müssten wir diese kleine Mutter lösen. Da könnten wir uns die Spitzzange zur Hilfe nehmen, das ist nie richtig fest. So. Auch eine Sicherheitsunterlegscheibe haben wir da. Und der Temperaturfühler wird rausgeschoben. Und da sieht man das schön, wie kaputt der ist. So, ich wollte euch aber eigentlich zeigen, warum so eine Maschine zu 95% innerhalb der 6 Jahre undicht wird. Das ziehen wir uns ein bisschen raus. Dann haben wir hier eine Halterung, damit dieser Anschluss an die Heizung gehalten wird. Den müssen wir nach hinten führen. Einfach umschließen und nach hinten, dann löst er sich. Das ist die Sicherheitsklammer.
Und jetzt müssten wir dieses Bauteil raus bewegen. Das klemmt oft richtig drinne, weil die Dichtung trocken ist und richtig festhält. Ihr könnt jetzt mit einem dünnen Schlitz hier zwischen gehen. Mit Gefühl hebeln. Wenn ihr merkt, ihr verbiegt die Heizung oben, ist es nicht schlimm. Es darf sich nur nicht extrem verbiegen, also minimalst, dass man leicht optisch was wahrnimmt, ist in Ordnung, da ist noch nichts kaputt. Spart euch aber eine komplette Heizung. So, noch ein bisschen hier unten. Und hier oben noch einmal. So. Nicht mehr viel. Jetzt ziehen wir mal. So. Und da ist das gute Stück. Dieses Bauteil geht kaputt. Es wird rissig innen drin. Deshalb, selbst wenn ihr denkt, das kann nicht sein, das ist nur die Dichtung, ist es nicht, glaubt mir. Also ihr bestellt euch, wenn der FI rausfliegt bei Dampfbezug, dieses Bauteil. Und wenn ihr das einsetzt, macht ihr hier auf die Dichtung bisschen Silikonfett dran, dann geht es viel besser rein. Steckt es wieder hinein. Die Sicherheitsklammer drunter, also es muss wirklich bündig sein. Also bis zum Anschlag reinschieben, von unten die Klammer und dann baut ihr das wieder zusammen. So, das ist die Heizung. Auch hier natürlich überall die Sicherheitsklammern. So, das wäre jetzt die Dampfheizung. Dann haben wir hier auch ein Magnetventil. Die gehen eher seltener kaputt, aber können auch Geräusche machen. Aber dann eher beim Dampfen. Das können wir dann auch lösen. So, jetzt haben wir nur noch das Brühgruppengetriebe und die Kaffeeheizung. Die Kaffeeheizung können wir uns jetzt einfach lösen. Hier ist ein Gummi. Das ist ein Überdruckventil, wenn zu viel Druck im System ist. Kann durch Verkalkung sein, wenn die Heizung verkalkt ist, drückt die ganze Hitze zurück ins Pumpensystem hier vorne hin, also der Eingang der Kaffeeheizung. Dann würde hier über das Schläuchlein, über den Drainagekühler der überschüssige Druck abfließen. So, wir haben hier eine Schraube.
Hier haben wir eine. Dann haben wir dort eine versteckt. Dann haben wir hier eine. Hier ist immer die Eigenart, hier ist die längste Schraube in dem ganzen Befestigungssystem der Kaffeeheizung. Diese ist es. Ist die längste. Nicht vertauschen, also die muss wirklich wieder dahin. So, dann hätten wir das schon locker. Wir würden aber jetzt nicht so gut an dieser Kante vorbeikommen. Das heißt, das müsste auch ab. Die beiden haben wir ja schon vorher gelöst. Biegen uns das bisschen. So, dann haben wir hier noch eine kleine. Dafür nehmen wir aber am besten diese Blende weg. Hier ist eine Schraube drin. Da wo der Wassertank eingesetzt wird. Dann können wir die Blende einfach abnehmen. Dann haben wir hier die Schraube, die müssen wir lösen. Dann gucken wir, dass wir diesen Schlauch lösen. Dann haben wir hier noch eine Schraube. Und dann haben wir den Milchdock oder Heißwasserstutzen abgebaut. Kann auch mal kaputt gehen, sehr selten, wenn er den Milchdock nicht erkennt. Das heißt, ihr steckt die Milchkanne rein und der erkennt das nicht, er piept zum Beispiel nicht. Oder wenn ihr auf Milch zubereiten geht, sagt er Karaffe einsetzen. Dann kann es sein, dass dieser Schalter kaputt ist. Den könnt ihr euch auch natürlich austauschen. Hier einfach die Schraube lösen, ist eine ganz kleine 1er Kreuzschlitzschraube. Dann habt ihr die Halterung. Und dann könnt ihr einfach den Schalter tauschen. Manche klicken auch nicht mehr. Das ist das beste Indiz, dass der kaputt ist. Aber selbst wenn er klickt, heißt es nicht, dass er drinnen richtig schaltet. So, wenn wir das abgebaut haben, dann können wir die Heizung abziehen. Und hier versteckt sich die Heizung für den Kaffee. Und hier ist die Drainagekühlung. Hier sind ganz viele Stege, damit das Wasser langsam ablaufen kann und sich dadurch kühlt. Und hier ist der Auslaufstutzen in die Tropfschale. So, dann lösen wir den Stromanschluss für den Brühgruppenmotor. So, Brühgruppengetriebe können wir auch ausbauen. Dafür drehen wir uns das mal um. Klappe auf
Dann haben wir hier den Brühgruppeneinsatz. Den lösen wir mit einem 25er Torx. Hier die zwei Schrauben. So, dann haben wir hier den Kaffeeauslauf. Also hier ist ja das Loch, da kommt aus der Brühgruppe der Kaffee raus, geht dann in diese Leitung oben zum Brühkopf und da am Brühkopf ist hier der Eingang. Hier geht der Schlauch rein und hier der Stutzen war ja für den Kaffeeauslauf, also den Verteiler vorne. So, dann lösen wir noch diese Schraube. Wichtig auch zu wissen ist, wenn die Maschine nach dem Mahlvorgang oder wenn ihr die einschaltet, dann bewegt sich ja drin etwas. Das ist immer dieses Brühgruppengetriebe. Und es kann auch mal sein, dass es quietschig ist beim Bewegen. Hier ist eine Stahlwelle. Die müsstet ihr mit zum Beispiel WD-40 oder einem Kriechschmieröl leicht einsprühen, nicht zu dick, wirklich nur ein bisschen. Und dann ist zu 95% das Geräusch auf jeden Fall weg. Das heißt, die läuft dann deutlich ruhiger, wie geschmiert halt, ne? So, dann haben wir alles schon mal gelöst. Dann können wir uns das jetzt wieder zurückdrehen und fangen an, die Schrauben zu lösen. Dann nehmen wir uns auch ein 2er Kreuz. Gehen hier von unten rein. Und lösen die Schrauben. Gut angezogen. So, der Motor wird durch so dicke Kreuzschrauben gehalten. Vier Stück sind es übrigens. Der Motor hat sehr viel Kraft. Der muss ja auch den Kaffeesatz gut pressen. Je stärker der gepresst ist, desto besser habe ich eine Creme und Geschmack. So, dann haben wir hier den Riemen und das ist der Motor. Die Motoren gehen eigentlich nie kaputt. Zumindest habe ich in meiner ganzen 15-Jahres-Karriere nie einen Defekt gehabt. Also die halten echt ewig. Aber es kann natürlich auch vorkommen, dass mal was kaputt geht. Habe ich aber bis jetzt noch nicht erlebt. Dann haben wir hier die ganzen Schrauben, die müssen wir jetzt lösen. 15er Torx.
So, jetzt haben wir alle Schrauben gelöst. Noch eine kleine. Die nehmen wir mit dem Kreuzschraubendreher ab. So, aber jetzt können wir das schön abziehen. Und das ist das Getriebe. Hier unten ist der Antriebsriemen. Hier sitzt ja dann der Motor drin und der bewegt dann. Hier ist der Messingbolzen. Da ist ja die Führung drauf. Der Brühgruppenhalter. So, Brühgruppe kommt rein und wird dann hoch und runter gefahren. Hoch zum Pressen, runter zum Abwerfen vom Kaffeesatz und natürlich zum Befüllen. Und hier oben ist dann der Brühkopf. Das heißt, das fährt immer hoch und runter und presst die Brühgruppe oben in den Brühkopf und presst dann den Kaffeesatz zusammen, wo dann das heiße Wasser durchläuft und auf der anderen Seite der heiße Kaffee. Dann haben wir hier noch einen Schalter, und zwar ist der dafür da, dass die Satzschale erkannt wird. Also wenn die Meldung Tropfschale fehlt immer eingeblendet ist, obwohl die drin ist, dann kann auch dieser Schalter kaputt sein. Aber den könnt ihr auch ganz normal austauschen. So, und das wäre jetzt das nackte Gehäuse.